ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute sind wir bei einem fertiggestellten Projekt. Wir haben ein Wohlfühlbüro gestaltet und zeigen euch, wie ihr euer Homeoffice ähnlich gestalten könnt. Bleibt bis zum Ende dran und wir zeigen euch, welche Fehler ihr unbedingt vermeiden solltet. Worauf haben wir hier geachtet? Wir sind im Eingangsbereich. Wichtig war es uns, dass wir warme Materialien, warme Farben und eben auch warme Beleuchtung schaffen. Und auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Hochwertigkeit und Eleganz in den Raum bringen. Das gelingt uns mit diesen Materialien ganz gut. Wir sind jetzt von dem Empfangsbereich in die Wartelounge gegangen. Worauf haben wir geachtet? Kunden sollen sich wohlfühlen. Wie haben wir das gemacht? Über Formensprache der Möbel. Hier haben wir geschaut, dass wir relativ rund und organisch bleiben. Die Bezugsstoffe sind weich und einfach angenehm in der Haptik. Dann wichtig natürlich ist die Beleuchtung. Wir haben hier Akzentbeleuchtung geschaffen über die Tischleuchten und natürlich über Kissen und sonstige Dekorationen. Wir haben 3 unterschiedliche Raumzonen geschaffen über Glaswände und die haben wir eben dekoriert mit Vorhängen, um eben auf der einen Seite den Schall im Raum in den Griff zu kriegen und natürlich klassisch unser Wohlfühlen zu schaffen. So, den Grundriss haben wir jetzt eingeteilt. Jetzt geht es nochmal um die Raumaufteilung in der Vertikalen. Wir haben hier einen Raum, der über 2 Geschosse geht, also sehr hoch. Und damit die Proportionen einfach gleich bleiben und harmonisch sind, habe ich einen farbigen Streifen malen lassen, damit der Raum einfach eine gewisse Wohnlichkeit und auch, dass wir die Höhe sozusagen dadurch reduzieren können. So, wir sind hier in einem der Mitarbeiter-WCs, es könnte auch ein Gäste-WC in einem Restaurant sein beispielsweise. Uns ging es darum, auch hier wieder einen Wohlfühlcharakter reinzubringen und natürlich ein bisschen im Trend zu arbeiten. Das heißt, wir haben Bärentöne verwendet, die im Moment sehr, sehr stark im Trend sind und das Thema Tapete. Mit dieser Tapete schaffen wir eine Tiefenwirkung im Raum und haben natürlich auch ein schönes Ambiente durch diesen Goldfaktor, reflektiert das Licht. Der Raum wird größer und wohnlicher und natürlich super elegant. Kleines Pendant haben wir im Herren-WC, nur ein bisschen maskuliner gestaltet. Wir haben den Bärenton wieder aufgenommen, aber haben so ein bisschen einen blauen, kühlen Unterton geschaffen. Für den Spaß natürlich ein paar Affen für die Herren. So, wir sind jetzt in einem der Besprechungsräume. Hier war es mir natürlich auch wichtig, dass es wohnlich ist. Funktioniert wunderbar über diese Beleuchtung. Da haben wir ein warmes Licht. Auch die Möbel haben wir relativ warm gestaltet, aber auch mit einem gewissen Kontrast. So, für die Akustik haben wir diese wunderbaren Vorhänge gewählt. Und das Tolle daran ist, über diese Glaswände können wir auf der einen Seite eine Raumtrennung erreichen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Transparenz zu den anderen Bereichen behalten. So, jetzt einmal zu unserer Zusammenfassung. Was ist wichtig, damit ihr euer Wohlfühl zu Hause bzw. euer Wohlfühlbüro schaffen könnt? Erstens, Wandgestaltung mit Farbe und Tapete. Damit könnt ihr wahnsinnig viel erreichen. Dann Beleuchtung. Achtet darauf, dass ihr warme Beleuchtung habt, dass ihr ausreichend Beleuchtung habt und auch Akzentbeleuchtung, zum Beispiel über Tischleuchten. Letztes, Textilien, Textilien, Textilien. Es geht darum, Vorhänge, Möbel, Teppiche, alles mit einzuplanen. Dann seid ihr auf der richtigen Seite.
So, was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Was solltet ihr vermeiden? Ganz einfach, alles was kühl ist. Das heißt, zu viel kühle Materialien, kalte Beleuchtung, also falsche Lichtfarbe in dem Sinn und zu wenig Textilien. Ob Vorhang oder Polstermöbel, nicht zu wenig Textil bitte. Wie ihr genau eure Räume unterteilen könnt, das haben wir in einem weiteren Tutorial für euch zusammengefasst. Das findet ihr hier. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gerne mit euren Freunden und liked uns. Vielen Dank und bis bald, eure Monika.